Ich esse es täglich und Haferkleie soll sogar gesünder sein als Haferflocken. Hafer ist ein wertvoller, nährstoffreicher Energielieferant und inzwischen im Mainstream angekommen. Viele von Ihnen essen bestimmt regelmäßig Haferflocken, sei es in Form von Müsli oder Porridge. Doch heute möchte ich Ihnen einen kleinen Geheimtipp geben. Probieren Sie doch mal Haferkleie. Warum ich das empfehle, erläutere ich jetzt. Heute geht es um einen unterschätzten Underdog, der ab jetzt in Ihrem täglichen Ernährungsmuster nicht fehlen sollte: Haferkleie. Was macht Haferkleie so besonders und was unterscheidet sie von Haferflocken? Beide Hafererzeugnisse sind wahre Superfoods und sollten mehrmals wöchentlich in Ihrer Ernährung vorkommen. Bevor wir beginnen, klicken Sie bitte auf Gefällt mir, abonnieren Sie und aktivieren Sie alle Benachrichtigungen. Diese Aktionen helfen mir, mehr Menschen mit Ernährungs- und Gesundheitsratschlägen zu erreichen. Haferflocken bestehen aus dem vollen, von der äußeren Hülle befreiten Korn, während Haferkleie aus den Kornrandschichten und dem Keimling besteht. Obwohl dies auf den ersten Blick wie ein Abfallprodukt klingt, steckt in diesen Randschichten die größte Nährstoffdichte des Hafers. Deshalb enthält Haferkleie in 100 Gramm einige Nährstoffe in höheren Mengen als Haferflocken. Haferkleie ist quasi konzentriert in dem, was Haferflocken Gutes enthalten. Haferkleie enthält beispielsweise Proteine, Ballaststoffe und gleichzeitig weniger Kohlenhydrate als Haferflocken. Der absolute Superstar unter den Inhaltsstoffen von Haferkleie ist der Ballaststoff Beta-Glucan. Im Vergleich zu Haferflocken kommt dieser in Haferkleie etwa in doppelter Menge vor. Der lösliche Ballaststoff unterstützt nachweislich die Gesundheit und ist der Hauptgrund, warum ich Haferkleie empfehle. Beta-Glucan senkt den Cholesterinspiegel, indem es im Darm Gallensäuren bindet, die von der Leber aus Cholesterin gebildet werden. Dadurch muss die Leber neue Gallensäuren produzieren und greift dabei auf das LDL-Cholesterin im Blut zurück, was den Cholesterinspiegel senkt. Eine tägliche Aufnahme von 3 Gramm Beta-Glucan, die in etwa 40 Gramm Haferkleie enthalten sind, ist notwendig, um diesen Effekt zu erzielen. Das entspricht etwa 3 bis 4 Esslöffeln. Beta-Glucan quillt im Darm zu einem Gel auf, das das Volumen des Speisebrei vergrößert und für ein längeres Sättigungsgefühl sorgt. Es kann auch dazu beitragen, dass Zucker langsamer ins Blut gelangt, was den Blutzuckerspiegel konstant hält und Heißhungerattacken sowie Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes vorbeugt. Zusätzlich fördert Beta-Glucan die Ausschüttung von Sättigungshormonen, was bei Gewichtsverlust hilfreich sein kann. Neben den Ballaststoffen punktet Haferkleie auch mit wichtigen Mikronährstoffen wie Zink, Eisen und verschiedenen B-Vitaminen, die für den Energiestoffwechsel, das Nervensystem und die Blutbildung wichtig sind. Außerdem enthält Haferkleie sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer Wirkung, die Zellalterung entgegenwirken können. Haferkleie ist ein günstiges und ergiebiges Lebensmittel, da bereits wenige Esslöffel täglich ausreichen, um positive Effekte zu erzielen. Haferkleie wird regional angebaut, wodurch lange Transportwege entfallen. Achten Sie bei Glutenunverträglichkeit auf eine explizite Kennzeichnung als glutenfrei, da Haferkleie oft in Fabriken verarbeitet wird, die auch glutenhaltiges Getreide verarbeiten. Wie bereitet man Haferkleie lecker zu? Haferkleie hat eine leicht nussige Note und keinen starken Eigengeschmack, weshalb sie sich gut mit vielen Lebensmitteln kombinieren lässt, sowohl süß als auch herzhaft. Sie eignet sich zum Binden von Soßen oder Suppen und kann beim Backen einen Teil des Mehls ersetzen. Kneten Sie Haferkleie-Eichenteig am besten mit nassen Händen, da er sonst stark klebt. Ich persönlich mische fast täglich ein paar Esslöffel Haferkleie in mein Müsli, meinen Joghurt oder meine Shakes, oft in Kombination mit Obst, Nüssen und einem Schuss Leinöl. Worauf sollten Sie beim Verzehr achten? Trinken Sie genug, da Haferkleie viel Flüssigkeit benötigt, um im Darm zu quellen und ihre positive Wirkung zu entfalten. Beginnen Sie mit kleinen Mengen und steigern Sie sich langsam, um Verdauungsprobleme zu vermeiden. Haferkleie enthält Phytinsäure, die die Zinkaufnahme beeinträchtigen kann, daher sollten Sie Ihre Zinkzufuhr im Auge behalten. Lassen Sie Haferkleie vor der Verwendung quellen, um den Phytatgehalt zu reduzieren.
Sind Sie von meinem Geheimtipp überzeugt? Essen Sie vielleicht schon Haferkleie? Teilen Sie Ihre Erfahrungen gerne in den Kommentaren und bleiben Sie mir treu.